Ja, Herzlich gut. willkommen bei der heutigen Guiding Innovator Sendung mit Domagoj Dolinček. Hallo, herzlich willkommen. Servus, Paul. Danke für die So, Einladung. vielleicht bevor wir anfangen, ein paar Worte zu dir. Quasi, wie kommst du zu dem, was du machst? Was sozusagen waren die ersten Schritte? Ja, also, wie du schon einleitend gesagt hast, der Domagoj Dolinček, mein Name, Begründer von Planradar. Wie kommt es zu Planradar? Also, ich habe jahrelang in der Bauindustrie gearbeitet, genauer gesagt in der Planung von Hochbauprojekten und zwar international. Hauptsächlich in den Nachbarländern von Österreich und vermehrt auch in Österreich Projekte abgewickelt, sei es Shoppingzentren, sei es Datacenter oder Fachmarktzentren und so weiter. Und es ist mir auch aufgefallen, dass im Endeffekt die Dokumentation manuell abgewickelt wird. Das heißt, man geht einfach mit Papierplänen oder eben Notizhefter, Fotoapparat raus. Das war einer meiner Haupttätigkeiten neben der Planung der ganzen technischen Gebäudeausrüstung. Und das war überall in jedem Land das gleiche Vorgehen. Man hat eben nach dieser Aufnahme die Informationen in Excel-Listen abgebildet und an die einzelnen Parteien, die das zu erledigen haben, rübergesendet. Natürlich hat man die Excel-Liste wieder ganz anders bekommen, wie man es rausgeschickt hat. Das Vorfinden der Informationen ein paar Tage später bei einem riesigen Projekt von 300 Millionen, hast nicht mehr gewusst, wo die Position, die Zeile der Excel-Liste zur Verortung auf der Baustelle passt. Das hat dann zu vielen Telefonaten geführt und dann natürlich Unstimmigkeiten, Missverständnissen und auch hat sich das Ganze ins Finanzielle gezogen, dass dann bestimmte Firmen behauptet haben, gewisse Erledigungen rechtzeitig gemacht zu haben, obwohl sie es nicht gemacht haben. Und dann hat im Endeffekt der Investor gemeint, dass es Abzüge gibt. Und ja, da kommen dann eine ganze Kette an Streitereien raus. Da haben wir da gedacht, das macht ja keinen Sinn. Und das müssen wir besser machen. Und dann sind eben die ersten Smartphones auf den Markt gekommen. Und da haben wir gedacht, okay, man kann den digitalen Plan oder das digitale Baumodell direkt im Plan navigieren, zoomen, die Sachverhalt oder die Aufgabe direkt am Plan oder am Modell verorten, mit Frist und Zuständigkeit deklarieren und dann bekommt es vollautomatisch im Workflow der Zuständige, der kann dann freigeben und jeder ist top informiert. Man kann sogar den Bericht dann auf Knopfdruck herausgeben lassen, braucht nicht Stunden und Tage, sondern wenige Sekunden. Also unsere Kunden sparen sich momentan 7 Stunden Arbeitszeit in der Woche mit unserem Tool, pro Mann und Nase, muss man sich vorstellen. Das ist enorm. Und somit haben wir es geschafft, aus dieser komplexen und verworrenen Handhabe ein systematisiertes und geregeltes Tool für die Industrie zu schaffen, wo wir eben Kunden mittlerweile im ganzen Lebenszyklus haben einer Immobilie. Das heißt vom Investor über den Errichter bis hin zum GU und den Betreiber auch hin, weil es im Endeffekt in jeder dieser Phasen schlichtweg um Kommunikation geht und um Dokumentation einzelner besprochenen Dinge. Und dass man nachweisen kann, dass die Ausführung auch so passiert ist, wie man es besprochen oder geplant hat. Und da haben wir einen riesigen Marktvorteil global mittlerweile aufgebaut und sind Marktführer in unserem Gebiet, wo der Fokus auf Einfachheit und Schnelligkeit der Applikation geht. Das heißt, wir haben eine Software-as-a-Service-Lösung geschaffen, wo man, egal wo man ist, egal welcher Projektteilnehmer, sich einfach einloggt, das Projekt erstellt, die Pläne dazu
zieht und die Projektteilnehmer einlädt zum Mitarbeiten. Und dann funktioniert schon die Dokumentation von selber. Und das war eben der Part, wo wir gesagt haben, okay, das funktioniert. Und dann im Weiteren haben wir uns entschlossen, jetzt Richtung Plattform zu gehen. Das heißt, Planradar wird zu einer Plattform, wo wir ermöglichen, Dokumentenmanagement und Planverwaltung zu ermöglichen, aber auch eine gewisse Art von Projektmanagement, nicht so, wie man es gewohnt ist mit Microsoft Project, wo alles ins Detail runtergebrochen wird, sondern vielmehr um Bereiche, dass man deklariert, okay, jetzt ist von der Brandschutzkomponenten 70% erledigt. Oder 20% wurden von dem ersten Obergeschoss betoniert. Also, dass man wirklich schnell zu Ergebnissen kommt und die mit den Kosten dann plausibel übereinander legen kann, um da die Wahrheitstreue zu eruieren. Und natürlich mit den Daten dann weiterführend, die man im Bau hat, für Gewährleistung zu verwenden, aber auch dann weiterführend für den Betreiber. Also fürs Facility Management, fürs Asset Management und so weiter. Und da ist ein riesiger Bedarf noch immer. Wir machen so laufend Erhebungen da kristallisiert sich momentan so heraus, dass die Kunden, die wir momentan haben, wir haben sie befragt, was habt ihr vorher gehabt? Und 70% haben geantwortet Papier und Excel und Bleistift. Also man sieht 10 Jahre später, nachdem wir die Firma gegründet haben, ist hier noch immer viel Luft nach oben. Und diesen Markt wollen wir uns holen. Also wir wollen da im Endeffekt eine wesentliche Rolle in Sachen Dokumentation und Kommunikation spielen, aber auch darüber hinaus dann in den nächsten Schritten, dass de facto das Ziel ist, dass jedes Gebäude, jeder Unternehmer, der mit Immobilien zu tun hat, im Planradar abgebildet ist. Perfekt. Also dass die Welt ein digitaler Zwilling wird. Ja, also sehr unglaublich, was ihr erreicht habt, auch in der Zeit. Vielleicht, wenn man trotzdem mal kurz 10 Jahre zurückgehen und vielleicht so mal die ersten 2, 3 Jahre sich anschaut, was waren denn so bei dir sozusagen die ersten wichtigen Schritte, wo du sagst, das waren so wegweisend und auch quasi an dich selbst? Was würdest du vielleicht was anders machen? War es der richtige Weg oder so rückblickend beim Beginn, beim Aufbau des Unternehmens? Ja, also es ist ja so, es gibt ja viele Wege, viele Möglichkeiten. Das Wesentliche ist, dass man, wenn man die Firma gründet, einmal seinen eigenen Fähigkeiten anschaut. Was kann ich nicht? Und dann die Komponenten dazu holt oder die Ressourcen dazu holt, die zu einem passen. Genauso ist die Philosophie im Investmentbereich auch. Bei mir war es ja so, man hat ja vor 10 Jahren nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Also da war PropTech gar kein Begriff und Startup war so ein bisschen im Schwung. Hier und da ist es in den breiten Medien aufgeleuchtet, aber auch nicht so in der Form. Und wir waren schlichtweg gezwungen, vor Anfang an ein Produkt zu generieren, das sofort Cashflow generiert. Und durch meine Kontakte in der Industrie habe ich es geschafft, einen erheblichen Teil der Firmen zu uns zu bewegen. Man muss sich ja vorstellen, damals war auch der Cloud-Begriff gar nicht da. Ja. Und wir haben den Baufirmen zeigen müssen, was ein Smartphone ist und was eine App ist und wie die funktioniert. Das heißt, wir waren der Icebreaker für die Industrie. Wir haben da schon Pioniersarbeit geleistet. Und das sind ja Komponenten, mit denen kommt ein Startup-Unternehmen heute gar nicht mehr in Berührung, diese Erlebnisse. Zum Glück. Auf der anderen Seite hat man mehr Konkurrenz natürlich. Also da haben wir uns schlichtweg entschlossen, schnell Geld zu verdienen und iterativ die Entwicklung zu machen. Das heißt, ganz schnell Kundenfeedback zu bekommen, umsetzen, neues Funktion, neue Kunden und so weiter. Das haben wir so 3 Jahre gemacht und dann haben wir das erste
Investment. Natürlich vorher ein paar Förderungen haben wir bekommen und nach 3 Jahren haben wir so das erste Investment an Bord geholt. Ja. Okay, was war dann die Entscheidung, quasi einen Investor doch reinzuholen? Weil wenn Sie jetzt sozusagen aus dem Cashflow gewachsen seid, war es ja auch schon mal ein guter Weg, den Sie da ja gegangen seid. Genau, natürlich. Also das war ganz klar sichtbar, dass wir enorm viele Anfragen bekommen, weil wir populär geworden sind in der Industrie. Und jeder hat es verstanden, dass die Sache funktioniert und die Neugierde war groß. Die Leads-Pipeline ist voller geworden und wir haben es eben mit diesen Ressourcen, die wir gehabt haben, nicht umsetzen können. Das heißt, es war der einzige Weg, um diese überproportionale Anhäufung an Leads, die wir generiert haben, durch mehr Manpower umzusetzen, das heißt zu zahlenden Kunden zu gewinnen. Und wir haben ja auch von Anfang an ein internationales Geschäft gehabt. Das heißt, unsere ersten 2 Kunden waren in Australien, der dritte war aus Großbritannien und dann sind erst die Kunden in Deutschland aufgehüpft. Und somit war ganz klar für uns, das ist ein Riesending, obwohl wir keine Werbung gemacht haben und so weiter. Okay. Vielleicht noch eine Frage, weil das ja auch immer ist, quasi auch Expansion, quasi breit hinausgehen, was ja durchaus auch mit internen Kosten verbunden ist und dann vielleicht die Prozesse optimieren, dass man auch damit Geld verdient. Wenn ich jetzt aber verstehe, habt ihr auch von Anfang an immer auch den Druck gehabt, unter Anführungszeichen Geld zu verdienen. Aber wie habt ihr da dieses Spiel gemacht, wo man doch den Markt testen muss, was ja Geld kostet, versus Geld verdienen? Wir haben 2 Vorteile gehabt. Einerseits, dass ich die Bauindustrie verstanden habe bis ins Detail, worauf es ankommt in erster Linie. Das heißt, da haben wir nicht viel herumprobieren müssen. Und auf der anderen Seite haben wir im Team eben top Leute, die verstanden haben, diesen Bedarf in gute Usability umzusetzen und dass das trotz dieser komplexen Workflows und Abhandlungen, die in der Industrie eben passieren, für den Kunden nicht spürbar machen. Das heißt, die App haben wir gemacht für dicke Finger, für dicke Bauleiterfinger und nur das war entscheidend. Und Self-Service im Endeffekt. Das heißt, man hat sie registriert, ist reingekommen, Pläne hochgezogen, Leute dazu geholt und hat schon starten können. Der Rest ist im Hintergrund gewesen oder ist auch noch heute. Das ist unser Erfolgsschlüssel. Einfach in jedem Feature, in jedem Produktteil und jetzt auch Richtung Plattform im Gesamtheitlichen gesehen, ist immer unser Fokus auf Einfachheit, Schnelligkeit und dass die Sache robust ist. Das heißt, Vertrauen, Sicherheit zu vermitteln, dass der Kunde abgeholt wird, zu jedem Zeitpunkt. Das ist ja spannend, weil das ist ja auch mit Organic Venture Building, wo ich sage, du musst dich ja immer auf deinen Kunden konzentrieren sozusagen und schauen, aus dem Cashflow heraus zu wachsen. Natürlich braucht man am Anfang ein bisschen Geld, je nachdem, wie viel man voraus entwickeln muss, um die ersten Schritte zu sehen. Aber wenn man den Kunden hat, ist das ja das beste Reflexion von dem, quasi was man braucht, um auch die nächsten Schritte setzen zu können. Wenn du jetzt stehst, wo du jetzt bist, wann hast du gemerkt oder war das dann gleich von Anfang an, wo du sagst, okay, jetzt habe ich ein Modell, das skaliert, da weiß ich, wenn ich jetzt was reinschicke, okay, das geht auf. War das so ein Aha-Moment zu einem Zeitpunkt? Ja, eben, das war so nach 3 Jahren eben, wo wir haben gewusst, was wir wollen, wo wir dran sind, wie wir es machen wollen, aber eben die Bestätigung erst, wie wir da von Tag zu Tag immer mehr und mehr Leads reinbekommen haben, das war dann sonnenklar, dass wir, obwohl wir keine Werbemaßnahmen gemacht haben und auch zusätzlich noch haben wir Outbound Calls gemacht. Das heißt, wir haben direkt Firmen angerufen und sie gefragt, hey, da ist was Neues. Also im Endeffekt war das alles außerhalb meines Bekanntenkreises. Direkt Firmen, ausgewählte Firmen, die eben nicht in meinem Wirkungskreis waren. Und jeder, der angerufen wurde von den Firmen, egal ob Baufirma, Elektrounternehmen, Haustechnikunternehmen, Trockenbau, keiner hat Nein gesagt. Ja. Jeder hat gesagt, okay, schickt einmal Material rüber. Sonst kennt man es ja aus gewissen Branchen vertrieblich ganz schwer über Telefon. Ja. Die meisten legen gleich auf
und bei uns hat eben niemand sich abgewendet, ganz im Gegenteil, jeder hat gesagt, schick einmal was rüber. Und das ist ein gigantisches Zeichen. Perfekt. Vielleicht noch abschließend letzte Frage. Wo geht der Weg hin? Also was sind die nächsten Schritte bei euch? Kannst du schon irgendwas sagen, was sozusagen die nächsten großen Eckpunkte sind? Also wir haben jetzt ordentlich expandiert die letzten Jahre, haben 18 Niederlassungen weltweit und nähern uns jetzt dem 500. Mitarbeiter. Wir sind jetzt momentan auf jedem Kontinent 24/7 verfügbar und haben Länder aus 65, also Kunden aus 65 Ländern, die wir eben aus diesen 18 Standorten global versorgen. Und das ist eben die Strategie, die Kunden lokal zu unterstützen, aber global wirksam zu sein. Und das haben wir sehr gut gemacht. Der Startpunkt war Österreich, Wien, dann sind wir Zagreb, London gegangen, dann ganz Europa und im Endeffekt jetzt USA, von Kanada bis nach Brasilien, aus Dubai, GCC, Singapur und eben Sydney mit Gesamtaustralien. Und somit navigieren und unterstützen wir den gesamten Bauglobus. Ja, vielen Dank. Danke für das Interview. Danke für deinen sozusagen Rückblick von dem, was alles passiert ist. Und freue mich schon auf die nächsten Schritte und was sich bei dir alles tut in der Geschwindigkeit. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Paul. Ja. Servus.